You're listening to KCRW Berlin on 104.1 FM, representing cutting-edge U.S. public radio with an eclectic mix of news, talk, and arts programming. KCRW Berlin 104.1 FM is the capital's new radio station featuring music, news, and culture in English for Berliners and Berlin's KCRW English. Berlin 104.1 FM is the capital's new radio station featuring music, news, and culture in English for Berliners and Berlin's English-speaking community. You're listening to KCRW Berlin, and I'm Marlene Melchior. John Kornblum. Seit dem 16. Oktober sendet KCRW Berlin. Warum war Ihnen das so wichtig, ein Programm aufzubauen, ein öffentlich-rechtliches amerikanisches Programm für Berlin nach der Einstellung von NPR? Ja, gerade weil NPR eingestellt wurde. Und das würde bedeuten, dass es keinen amerikanischen Rundfunk in Berlin geben würde. Und gerade zu dieser sehr bewegten Zeiten, wo Information, auch gute, objektive Information sehr wichtig ist, meinten wir, eine Gruppe von uns, dass es sehr wichtig sei, diesen Sender immer am Leben zu halten und aber auch berlinerisch zu machen. Eine Sendung aus Berlin und nicht aus Washington. Als Partnerprogramm ist KCRW ein Sender, der ein College-Radio aus Santa Monica ist. Warum passt das besonders zu Berlin? Na, erstens, weil die Leute wirklich sehr gut sind. Das ist einer der wichtigsten und auch erfolgreichsten NPR-Sender in Amerika. Zweitens, weil Berlin und Los Angeles seit Jahren, seit 50 Jahren sogar, miteinander Partnerschaftsstädte sind in der Städteverschlüsselungsbewegung. Und es gibt auch eine ziemlich lange gemeinsame Geschichte zurück schon auf den Jahren gleich nach dem Ersten Weltkrieg. Und deshalb ist die Stimmung ist richtig, die Kompetenz von KCRW ist richtig, KCRW interessiert sich auch für Berlin, also das Paket war perfekt. Wird sozusagen eine Radiobrücke zwischen Los Angeles und Berlin gebaut dadurch? Gibt es schon, glaube ich. Wir haben schon seit 3 oder 4 Jahren mit KCRW gearbeitet. Wir haben auch Programme von ihnen übernommen, jetzt mehr. Und die haben nicht so viele, aber einige kurze Sendungen, die wir hier produziert haben, auch auf ihre Welle gesendet. So, die Partnerschaft existiert schon seit einiger Zeit und jetzt, dass wir hier sozusagen die volle Kontrolle haben, dass wir das Programm hier bestimmen können, was vorher nicht der Fall war, werden wir bestimmt mehr von Los Angeles haben. Warum passt Los Angeles zu Berlin? Ja, die sind sehr ähnliche Städte, auch bei allen Unterschieden. Das Klima in Los Angeles ist ganz anders als in Berlin. Die Entfernung ist ziemlich groß. Aber das sind beide neue Städte, die wirklich aus dem Nichts gebaut wurden und die immer sozusagen Wegbereiter waren in verschiedenen technologischen, aber vor allem kulturellen Bereichen. Und die Stimmung in Los Angeles ist natürlich eine Riesenstadt mit verschiedenen Nationalitäten. Aber Berlin hat auch zunehmend verschiedene Nationalitäten. So, die Struktur und die Stimmung der Städte passen sehr gut zusammen. Welche Themen möchte KCRW Berlin aufspüren? Ja, wir wollen im Gegensatz zu allen anderen ausländischen Sendern hier ein Sender für Berlin sein. Das heißt auf Englisch, weil es auch eine wachsende englisch sprechende Gemeinde hier gibt. Nicht nur Amerikaner oder Engländer, sondern auch viele Menschen, die aus anderen Staaten gekommen sind, die kein Deutsch sprechen, aber die Englisch sprechen. So die Gemeinde ist sehr groß und wir wollen sie ansprechen, aber wir wollen auch deutsche Berliner auch ansprechen und wir wollen auch Deutsche ansprechen, weil gerade zu diesem Zeitpunkt, wo die Politik tatsächlich ein bisschen durcheinander ist es sehr wichtig, dass man auch die amerikanische Entwicklung sozusagen in O-Ton, wie man im Radio
Verbrauch sagt, so dass man auch sein eigenes Bild machen kann darüber, was passiert. Und wie ich würde anbieten, wenn man KCRW Berlin zuhört, dann kriegt man wahrscheinlich das beste Bild von Amerika, das man bekommen kann. Wir haben gehört, CNN berichtet viel über das neue Amerika unter Trump. NPR greift diese Themen auch auf, aber etwas anders. Können Sie beschreiben, wie? Ja, CNN ist im Endeffekt ein Unterhaltungsprodukt. Und sie wollen natürlich Drama und Konfrontation und Schwierigkeiten und laute Stimmen haben. NPR ist kein Unterhaltungsprodukt. Es hat einen Auftrag, Information, Kultur und Gesellschaft zu bringen. Und sie bringen das in einer sehr kompetenten, aber auch, wenn wir wollen, sehr ausgewogenen Weise. Es gibt keinen Unterhaltungsauftrag darin. Das bedeutet, dass sie alle Seiten durchlichten. Auch die Pro-Trump-Leute kommen zur Rede und man hört, was sie sagen, was für uns alle sehr, sehr wichtig ist. Es gibt hier eine Verunsicherung in Europa, gerade jetzt mit Trump als neuen Präsidenten. Inwieweit werden diese Ängste aufgegriffen und auch thematisiert? Es gibt ja auch ein Programm, habe ich gehört, was Current Affairs heißt, was hier in Berlin produziert wird. Ja, das wird ein Programm für Berlin sein, nicht so sehr über die Ängste, die Sie ansprechen. Aber die Informationssendungen, die zwischen 10 und 12 Stunden am Tag gesendet werden, sollten wir zuerst daran unterstreichen, dass wir ein Informationssender sind und es 10 bis 12 Stunden am Tag gibt es Informationssendungen. Und sie schauen sehr tief rein, wie ich gesagt habe. Es ist nicht nur ein paar Schlagzeilen, sondern sie gehen dahinter die Kulissen und versuchen zu verstehen, warum die Welt sich jetzt entwickelt, wie sie sich jetzt entwickelt. Und das sind nicht nur Themen der amerikanischen Gesellschaft, sondern auch Themen der Außenpolitik. Warum ist Nordkorea immer so ein undurchsichtiges, unangenehmes Land gewesen und geworden? Oder was passiert in China? Gerade jetzt in China hat es eine sehr wichtige politische Entwicklung gegeben. Das wurde auch sehr ausführlich in NPR berichtet. So, man bekommt ein sehr ausgewogenes Bild von der Welt, aber natürlich mit Schwerpunkt auf die USA. Und dennoch gibt es ja Berliner Fenster. Das macht ja das Programm KCRW Berlin dann unique. Ja, genau. Was wird in diesen Berliner Fenstern thematisiert? Naja, wir sind dabei, das alles zu konzipieren. Wir werden wie wir nennen, Public Affairs Sendung, das heißt Aktualitäten, könnte man das nennen. Was ist in Berlin los? Welche sind die Themen, die für die Bürger, auch für unsere Gemeinde wichtig sind? Wir werden auch eine Kultursendung haben, weil Berlin ist Kultur sehr groß geschrieben. Und das ist auch sehr wichtig. Und dann werden wir versuchen auch, wir sind gerade im Gespräch darüber, Personalitäten in Berlin zu präsentieren. Ich glaube, es ist sehr wichtig für alle in Berlin, nicht nur aber vielleicht besonders für die englischsprachige Gemeinde, interessante Menschen. Berlin hat Tausende, wenn nicht Millionen von interessanten Menschen und wir sind schon dabei. Wir haben ja, wenn Sie jetzt zuhören, hören Kurzgespräche mit interessanten Berliner. Wir wollen das vielleicht erweitern, so dass es ein richtiges Interviewprogramm gibt, wo man ein bisschen auch tiefer mit diesen Personalitäten reingehen kann. Ist da immer der Blick zu den USA oder sind das auch einfach Ur-Berliner Themen? Oder sind das meist Berliner, die aus den USA kommen? Na, weder noch. Das sind Themen, die interessant sind. Und es gibt so viele. Berlin ist zum Beispiel für Firmengründungen, für Startups sehr, sehr wichtig. Das hat eine Verbindung mit den USA, aber auch Israel. Es gibt das Flüchtlingsthema. Es gibt große Debatten. Wie werden die Flüchtlinge hier aufgenommen? Wie werden sie eingemeindet oder nicht eingemeindet? Was für eine Rolle spielen sie hier? Das ist genauso ein Thema für Menschen, die Englisch sprechen, als für die normalen Berliner. Es gibt dann auch Fragen über wie die
Gemeinde, wie die Stadt sich entwickelt, wie teuer sind Wohnungen, wo findet man eine Wohnung, etc. etc. Also wir werden auch in diese Richtung berichten, nicht nur immer über die große Weltpolitik, sondern auch über was in Berlin passiert. Und das ist vielleicht vor allem für unsere englisch sprechende Zuhörer, aber ich hoffe, dass wir es interessant genug machen, sodass Berliner das auch gut finden werden. Der vorige NPR-Sender wurde aus Washington finanziert. Dieser finanziert sich, oder zumindest die Berliner Fenster werden aus Berlin finanziert. Sie sind einer der Mitbegründer, aber auch der Unterstützer. Welche Art von Sponsoren oder wie wird sich das in Zukunft finanzieren? Also auf wie viel Spenden hoffen Sie und welche sind die Wege, die Sie gehen, um diese Spenden einzusammeln? Naja, wir hoffen auf viele Spenden. Wir brauchen verhältnismäßig viel Geld. Ja, wir werden NPR hat über die Jahre eine Methode entwickelt, gerade für Privatfirmen anzusprechen, wo ihr Name erwähnt wird, aber ohne große Werbung. Aber wir wollen auch Privatpersonen, wir wollen auch Stiftungen. Wir werden ziemlich aktiv und vielleicht darf ich sagen, hin und wieder dreist sein mit unserem Fundraising, weil wir das auch sein müssen. Wir wissen, dass wir einen ganzen Haufen Geld jedes Jahr organisieren müssen und wir werden sozusagen ohne Zurückhaltung diesem Geld nachjagen. Okay, vielen Dank. KCRW Berlin 104.1 FM is the capital's new radio station featuring music, news, and culture in English for Berliners and Berlin's English-speaking community.